Jetzt gehe ich zum Kopfende meiner Partnerin und kann auch von hier aus diese Schwimmbewegung sehr gut durchführen. Ne, gleite jetzt so in Richtung Schulter, neben den Schulterblatt oben lang. Das kann ich links, rechts machen oder auch beidseitig. Oder auch, wie wir das schon mal von der anderen Seite taten, über Kreuz. Und immer wieder, wie ihr seht, geht der Körper mit. Also achtet wirklich darauf. Und jetzt gehe ich mit beiden Fäusten neben der Wirbelsäule lang. Hier meine Fäuste schmelzen regelrecht so in das Bindegewebe, ne, die sogenannten Muskelfaszien ein, in das muskelumhüllende und durchdringende Bindegewebe. Und ich mache die Bewegung gelenkübergreifend. Also ich gehe bis auf ihr Gesäß dabei rauf, höre nicht vorher auf, das ist sehr wichtig. Ne, Muskeln enden ja immer hinter den Gelenken auch. Und Muskelketten und Bindegewebs, sogenannte Faszienzüge, durchkreuzen, durchdringen, vernetzen den ganzen Körper. Ne? Wie auch die chinesischen oder thailändischen Akupressurlinien. Da gibt es auch sehr, sehr viele anatomische Ähnlichkeiten mit Muskelketten, aber vor allem mit sogenannten Faszienzügen, also Bindegewebszügen. Jetzt lege ich ihre Arme so auf meine Schenkel rauf, dass sie nicht runterfallen könnten. Ihr Kopf liegt so ein bisschen zwischen meinem Bein. Der Rücken ist gestreckt. Der große Rückenmuskel, der sogenannte Latissimus dorsi, ist so leicht, oder nicht nur leicht, der ist vorgedehnt bis gedehnt. Der breite Rückenmuskel ist der größte Muskel, den wir haben. Latissimus dorsi, sagte ich eben schon. Und auch nun kann ich in dieser Dehnungsposition meine Schwimmbewegung machen. Und ich habe jetzt den Vorteil, wenn ich die ihrige Stirn auf den Boden lege, ist die Halswirbelsäule entspannt und ich kann hier mit ganz sanften Bewegungen arbeiten, als wenn ich so ein kleines Kätzchen streicheln würde. Kann hier mit meinen Fingerbeeren auch in die sogenannte Kopfgelenksmuskulatur hier am Hinterkopf und am oberen Nacken gehen. Das sind die kleinen Muskeln, die so die Feineinstellung unserer Kopfbewegung machen. Die sind oft sehr verspannt. Jetzt überkreuze ich meine Finger und meine Daumen gehen auf die Querfortsätze der Halswirbelsäule und geben, als wenn es so eine Zange wäre, leichten Druck, können auch leicht kreisen. Ne? Hier achte ich sehr genau darauf, dass ich nicht zu stark arbeite, dass sie tief und entspannt atmet. Wenn das nicht der Fall sein sollte, höre ich auf oder arbeite sanfter. Bei akuten Halswirbelsäulenproblemen sollte ich als Laie da wirklich die Finger von lassen. Ne? Aber ich sag mal, so normale Alltagsverstandung beim gesunden Menschen ist so ein leichter Druck nicht gefährlich. Ne? Ich kann hier auch so ein bisschen zwischen die Dorn- und Querfortsätze gehen. Und um jetzt auf der sicheren Seite zu bleiben, bitte ich meine Partnerin selber die Halswirbelsäule wie so eine kleine Schlange zu bewegen, kleine Ja-, kleine Nein-Bewegung zu machen und sich selber an den Druck reinzubewegen. Weil wenn da irgendeine Verletzung wäre, würde sie diese Bewegung nicht machen wollen. Ne? Und selber kann man sich nicht den Hals brechen. Deswegen ist es sinnvoll, hier so ein bisschen Eigenbewegung zu integrieren. Jetzt kann ich auch so ein bisschen über den Muskelbauch des sogenannten Trapezius arbeiten, beziehungsweise des drunterliegenden Levator scapulae, der Schulterblattheber. Man kennt das Elevator vom Englischen. Ne? Levator, der Heber, das Schulterblatt, die Scapula. Und jetzt kann ich hier so einen richtig tiefen Strich so knapp neben der Wirbelsäule, also eigentlich noch fast zwischen den Dorn- und Querfortsätzen ziehen, der sich wiederum auf Verdrehung, Verklebung im Bindegewebe der Muskeln positiv auswirkt in der Regel.
Wenn er keine Auswirkung hat, ist die Technik auch ungefährlich. Und ich palpiere, also ich ertaste, wo sind verspannte Stellen mit meinen anderen Fingern und mache diesen Strich ruhig noch einmal. Ich gleite wirklich langsam einschmelzend, diese Linie entlang. Und gehe hier ruhig wiederum auf das Kreuzbein rauf und gleite Richtung seitlichem Gesäß aus. Und bin jetzt nochmal sanft, ne? Zupfe oder streiche das Kätzchen aus. Ne? Das kennt ihr, wenn eine kleine Katze verwöhnt. Und eine Katze würde, wenn man zu doll ist, sofort weglaufen. Und wenn es zu lasch ist, auch. Ne? Das könnt ihr so ein bisschen schauen. Wenn die Katze schnurrt, tief atmet, dann ist man richtig. Ne? Ist es zu wenig, wird es der Katze langweilig und die geht. Ist es zu viel, geht es ja auch oder kratzt einen vorher noch, je nach Temperament. Aber denkt auch immer so, macht euch immer so Sinnbilder, ne? Bewegt euch so, als wenn ihr Tiere zum Vorbild nehmen würdet, aber denkt auch, wenn ihr Druck ausübt, ne? Das ist wirklich eine gute Übung.